Hallo, Hallöchen, wir sind wieder mal zurück mit Tales of Arise. Wo wir letztes Mal, wie ihr schon sehr schön sehen könnt, Rainer erreicht haben. So ziemlich unser letzter Dungeon. Aber, ich habe schon gesagt, wenn wir uns für später aufheben, denn wir haben jetzt unsere letzte größere Partie an Sidequests freigeschalten. Und um die werden wir uns zuerst kümmern. Man, I'm famished. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Im Zuge dazu werde ich das glaube ich schon machen. Wir werden uns Level 99 hochleveln und alles schon vor dem letzten Dungeon. Aber ja, da gucken wir gerne nochmal alles drüber. Warten. Und dementsprechend werden wir auch die Boosts hochballern. Einfach damit es das Level noch mal ein bisschen schneller macht. Aber wir haben auch erstmal wieder ein Skit. Ich hätte gedacht, wir haben alle schon beim letzten Mal durchgemacht, wo wir angekommen sind. Aber nein. Wir haben noch einen. I wonder what Helgankro's civilization was like at its zenith. I can imagine that'd be something you'd take an interest in. There's no question it must have been advanced, like none either world has ever seen. We could surely stand to learn a thing or two from such a people. I get that you're itching to delve into its history, but we've got bigger fish to fry right now. Put a pin in it, and you can do all the research you want when you retire. I can think of worse things than a retirement dedicated to research. As for whether Rena is amenable to an aging specimen... It's a little early to be giving it serious thought just yet. A man can dream, though. A man can dream. Oh, we didn't say there's anything wrong with dreaming. In your case, Dohalim, dreams have a habit of spiraling into something else. You'll need to stay with us for now, though. You're too helpful to let retire. Why do I feel this is less of a compliment and more of an ultimatum? Just a friendly suggestion. Ja, adopted. Ich hätte gedacht, wir sind echt schon mit allen durchgegangen, aber nee. So stecken sich noch ein paar. Aber was wir können auch wieder was wir machen werden. Ich werde mit der Ausrüstung ein bisschen hochgehen. Einfach weil, wie gesagt, alles in Sidequest machen werden. Und da können wir gerne von mir aus Ham gehen. So, ich will nur kurz gucken, wie sehen die Dämonenwaffen aus. Bei Los fast soweit, dass es einen Benefit hat. Bei ihr auch. Bei ihr hat es sogar schon einen Benefit. Sehr schön. Bei ihm hat es einen übertriebenen Benefit. Ja, bei ihm fehlt noch einiges. Mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Erstmal noch nicht. Wir werden aber auch wieder Outfits mal ein bisschen anpassen. Und ich werde jetzt einfach so mein Favorite Outfits erstmal gehen. Ich mag diese Outfits sehr. Geben wir nur diesmal ein bisschen Accessoires mit dazu, ist die Frage. Ich bin schon ein Freund von den Flügeln. Kriegt so leicht, so die kleineren und was geben wir ihr noch? Halo. Und das. Bei ihr muss ich schon sagen, ich finde das schon sehr geil. Oder was haben wir noch?
Ach komm, wir können das mal. Wir machen übertrieben. Ups. Ich finde bei ihr auch die normale Rüstung schon mit am geilsten. Welche Color hatten wir noch nicht? Ich glaube, wir haben Pure Black bei ihr noch nicht. Dementsprechend machen wir das. Ich finde es cool, dass sie hier eigentlich ein ordentliches Schwert hat. Der passt auch ganz gut. Oder der. Aber wenn es nicht ganz schwarz-schwarz ist, aber... Jetzt übrigens noch einen interessanteren Streitkolben. Gibt es irgendwas Interessantes noch geben? Das hat auch schon was. Wenn man halt so im Vollschwarz. Ja, komm. Bei ihm. Das ist schon trotzdem ganz cool. Oh ne, wir machen hier mal Kirito und Asuna. So, es soll natürlich auch ordentliche Version geben, ne? Ja. Hier gebe ich trotzdem... Den hier, das ist geil, einfach. So, ich mag eigentlich schon die Rüstung, die er jetzt hat. Oder das auch, was er jetzt schon hat. Ich gebe ihm nur mal die Schönstweisere hier. Ansonsten... Ich finde eigentlich ganz unabhängig, ganz nice. Wobei ihn finde ich schon wirklich das am geilsten, wie wir es am Anfang hatten. Mit... Wie sieht der besser aus? Ja, mit dem großen hier. Wo ist er wieder? Da. Das passt echt am besten zu ihm. Ach komm, dann machen wir sie ein kleines Teufelchen. Oh ja. I just realized something. Is this about dinner last night? I didn't realize those ingredients were off. What? No, I mean, wait, you fed us rotten food? Rinwell, the point. Oh, yeah, right. So I was thinking about those armored soldiers we've seen. There are regular Renans inside them, right? Yeah, they're designed to make whoever's wearing them stronger. At least, I think that's the idea. Right. So it kind of begs the question then, why are they made so huge? I don't know, makes them more intimidating, I guess? Or maybe all that tech wizardry inside takes up a lot of space. You don't think it's weird how the armored soldiers are the exact same height as the Helganquill? Can't say I'd ever noticed it till now. And? Connect the dots, Law!
Okay, let me get this straight. You think the armored suits might have originally been designed to allow Renans to work alongside the Helganquil? Huh. But if that's true, what would that mean? It would mean just that, I guess. But still, don't you think it's kind of interesting? Not hugely. Hey, Kisara, well, I've got you. What's on tonight's menu? Because I was thinking maybe meat. Get him, Hoodle. What did I do? Oh, now you want to listen. Keep pecking, Hoodle. Ow, ow, ow! Seriously, what the hell? Get him, Ude. Sehr schön. You know, guys, when you think about it, we've taken out a lot of Zeugles. Like, a whole lot. You can say that again. If one thing's for certain in this world, it's that wherever we go, we'll always end up bumping into them. Isn't it weird that they're still so plentiful? You don't think the Renans have, like, a ranch where they breed them, do you? Certainly in all of my years, I've never heard of them constructing such a massive facility on Dana, let alone up in Lenegus. The only thing I can think of, then, is that the feral ones must be reproducing on their own. There's also no organized effort on our part to hunt them down, so it's difficult to fully exterminate them. Fair Exterminate enough. them? Whoa, don't you think that's maybe a little harsh? What do you mean? Zeugles originally used to be living creatures native to Dana and Rena, right? Being genetically modified isn't their fault. You're right. Zeugles were only created because of us Renans. We altered the original creatures to suit our own ends. First, people made Zeugles, and then we let them go. And now we're trying to kill them because they're a threat. They really have only seen the very worst. Also, ich habe nicht aufgepasst, I wie hope we Hirschwaffen find a sind. way to be able to live side by side with them one day. It's a nice thought, but they attack towns and cities. What else are we supposed to do? Aside from the strays that have gone wild, it's worth remembering that Renans are able to keep them somewhat under control. If we had distinct territories that didn't overlap, that might reduce the danger they pose. Well, I guess when you look at it that way, maybe people and Zeugles aren't so different after all. Ja, ich hatte nur kurz ein Outfit, weil irgendwie Alphen steht das auch als Outfit nicht ganz. Das steht ihm schon mehr. Same here. Das könnte passen. Ja, das könnte passen. Das passt. Du hast eine Waffe. Der Dämonenvernichter sieht eigentlich immer noch sehr geil aus an ihm. Ich glaube, ich belasse es auch einfach, weil es hat ein sehr clean Design. Und wir könnten jetzt auch manchmal Set-Booster mal verwenden. Das ist nur die Frage, wo werden die nochmal einsortiert? Hier. Maximale KP. Würde ich den geben, der die niedrigste hat. Das wäre Brinwell. Und dann auch Skier ein bisschen mehr, einfach weil es unser Healer ist und sollte am längsten überleben können. Stärke? Kisara ist ein bisschen sehr hinterher, was Stärke angeht. Ja, ist Verteidigung. Okay. Ja, Kisara hat hohe Verteidigung.
Geben Shion mal ein bisschen was in Verteidigung. Und Dualin. Er weiß, meine 2 Healer sind. Die sollten bessere Survivability haben. Elementarangriffe und ganz leicht. Push ist alles. Ich muss da sehr viel drin wird rein. Aber auch Shion. Elementarverteidigung, again. Shion und Dualin sollten am meisten überleben. Durchdringen. Ich glaube, das Moment für die physischen schon am interessantesten. Schauen wir mal ein bisschen Durchhaltevermögen, Ausdauer. Ich weiß ja nicht, wie viel was Ausdauer jetzt für einen Impact hat. Hilfe. Gibt es irgendwie was Statpunkte? Steht gerade zumindest nicht drin, was welches Ding macht. Hopp. Ach, wird schon was Positives sein. Also, vergeben wir es. Durchhaltevermögen. Das wieder was Defensiveres ist, geben wir es mal wieder Dualin. Shion. So. Noch mehr Max KP. Angriff. Ich muss einfach eigentlich keinen Angriff geben. Ich kann ihr einfach die Dämonenwaffe geben und er hat genug Angriff. Push mal die mal über 200 beide. Ansonsten. Here you go. So. Okay. Sehr bloß dann auch verteilt. Dann heißt es Sidequest suchen. Wir haben was in The Facer. Gucken wir uns das mal direkt an. Always good to be back in familiar territory. Huh? I think someone's calling out for us. They could. Yes. Erinnere mich daran, ihr seid beide René, der jüngsten Generation, oder? Das heißt, zwischen uns liegen hunderte Jahre. Was mich zu sowas wie einen Vorhang von euch macht?
Also, als solcher bitte ich euch die Gelegenheit, mir die gebührenden Respekt zu erweisen. Kann sein, dass ich das etwas zu genauer nehme, aber ist dieser Respekt in dem Fall wirklich angebracht? So genau kann ich das nicht sagen, aber es scheint, als bräuchte er bei irgendwas Hilfe. Hör mal einfach zu, was ich zu sagen habe. Also, Moment, sprich nicht weiter. Ich wusste, dass es passieren würde. Der versucht immer, mir bei solchen Sachen zuvorzukommen. Überrascht, dass du einen Spruch erhebst. Ich dachte, du weißt, dass man sich auf der Suche nach Wissen manchmal die Hände schmutzig machen muss. Genau deshalb kann ich nicht einfach dastehen und dich machen lassen. Wir können eine wertvolle Gelegenheit durch die Lappen gehen. Dann machen wir es her, oder? Wir beide teilen ihnen unsere Wünsche mit. Na gut, ich hab nichts dafür. Okay, ich kaufe halt beim Versuch, den beiden zu folgen. Sie wird ziemlich stark sein, wenn selbst du das zugibst. Ich weiß nicht, was ihr zwei von uns wollt, aber erwartet nicht, dass wir mitmachen. Hey. Was ist denn mit euch los? Lasst einen älteren Menschen in Not einfach links liegen? Ja, nur weil du älter bist, solltest du das nicht unbedingt heißen, dass du unbedingt ein Riesenmaß an Respekt einfordern musst, sodass man sagt, dass man alles macht, was du von uns willst. Also, das heißt auch nicht unbedingt Respekt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der Generationsunterschied so groß wird, dass junge Leute ihre guten Manieren vergessen. Wie schade. Schon gut, wir hören zu. Aber eine Sache nach der anderen. Wir sind viel beschäftigt und müssen uns um einiges kümmern. In Ordnung, da warte ich. Sprich du als erstes. Ich danke dir. Nur, wie ich gerade sagen wollte, ich möchte, dass ihr an Renners Oberfläche geht und ein bestimmtes experimentelles meiner Sugel-Testobjekte ausspürt. Es handelt sich um ein fehlgeschlagenes Exemplar. Ich habe es von der Face rausgestoßen und dachte, es überlebt nicht, aber das hat es wohl. What? Also in den Weltraum geworfen? Wie grausam. Oder möchtest du mich jetzt erledigen? Das ist Teil der Aufgabe. Aber noch wichtiger ist, dass ihr mir das Gewebe von ihm Zugel bringt. Ich hätte nie gedacht, dass er gesund und munter auf Renner ankommen würde. Er verdient weiter wissenschaftlich untersucht zu werden. Wow. Warum gehst du nicht selbst dorthin? Dann könntest du die Kreatur nach Herzenslust erforschen. Richtige Felduntersuchungen sind nicht mein Fachgebiet. Ihr seid für solche anstrengende Arbeiten weitaus besser gerüstet, als ich hier sein werde. Ich dachte, ich hätte mich adäquat vorgestellt, aber anscheinend nicht. Klingt für mich hier einer Faulheit. Agreed. Ich habe eher gemischte Gefühle. Ich werde keine feste Zusage geben, ob wir das Gewebe bringen, aber mal schauen, was sich ergibt. Schön zu sehen, dass meine Vorhersage über euch nicht unbegründet war. In dem Fall macht euch an die Arbeit. Ich komme mit meiner Forschung nicht weiter, also je früher ihr mir das Gewebe bringt, desto besser. Ich soll noch erwähnen, bei dem betreffenden Zug handelt es sich um einen 6-armigen Riesen. Er ist extrem gewalttätig, also vorsichtig. Alright. Dohalim, the line of researchers is getting longer. Perhaps I should have put more thought into this before accepting. Yep. Gut. Achso, er ist auf Renner. Ja, okay, können wir dann später dann noch gleich mal reingehen. Aber wir nehmen jetzt mal ein paar andere Seiten bis mit. Also wir werden Renner dann noch ein bisschen exploren, aber eine Seite nach dem anderen. We've reached our destination. Mein Lord, ihr habt eine Botschaft von Notio erhalten. Es steht drin, dass die Hochzeit im Sexlo-Tempel stattfinden soll. Ausgezeichnet, Dank für die Nachricht. Endlich steht die große Hochzeit vor der Tür. Ich kann mir kaum ein glückliches Ereignis vorstellen. Ja, ich freue mich sehr für Sie. Okay, machen wir auch einfach mal eine Hochzeit. Los geht's. Saxleo Temple. Isn't that where Shion was being held? Shh. Wasn't it beautiful? I can't wait for this. Mit. Hey, Law. Been training? Yeah, I guess I got a little carried away. You think this is bad, you should see the state of my underwear. Yeah. A word of advice. You might want to refrain from mentioning that stuff around girls. Ones without a military history especially. Man, can you imagine Rinwell's face? She'd have a nervous breakdown. I meant in general, but you sure mention her a lot, you know. Huh? Oh,
You know, she's always there, even when you least expect it. Springs to mind easily. Either that, or maybe some part of you is subconsciously always wishing she was there. May the trials and tribulations of young romance never change. Romance? Like I'd be interested in that know-it-all tomboy. I'm more about mature women. Someone more like Kisara. You know, I used to be a tomboy too when I was Rinwell's age. Look, it's not tomboys I have anything against. But come on, you've got to admit she can be a lot to handle. Hey, I miss anything? What's all the fuss about? Rinwell. Thunderblade! What the hell was that for? Erstmal direkt einen Thunderblade A draufballern. little birdie told me you were speaking about me behind my back. Ich liebe Udo. From the looks of it, I'd say you've got yourself a rival. It wouldn't be called the spring of youth without a little storm every now and then. Ich finde auch schön, wie jeder Charakter aktiv mit jemandem geschippt wird. Hey, Shion. How are you and Alphen getting on these days? That's a little out of the blue. Why do you ask? Sorry, it's just... I don't know, I'm just curious, I guess. I mean, a lot's changed now he's got his senses back and all. I suppose you're right. Well, to tell you the truth, if he'd been the way he is now back when I'd first met him, I probably wouldn't have gotten this involved. But then, if we hadn't met like we did, then I never would have experienced these feelings, so... I guess... it's complicated. Natürlich ist es das. I can imagine. I know it's not the same thing, but I know what it feels like to have someone you love who's out of reach. Because of Miguel. Alphen's still alive. It's not too late, you know. And after all, who can say what the future holds? I think if I were you, I'd take things as they come for now. Besides, touch isn't everything. I've never touched you, Shion. But that doesn't stop you from knowing that I care about you, right? That's true. But I do remember back when we first met, you made it plenty clear you weren't my biggest fan. But that was a long time ago. There were lots of things I didn't understand back then. Not that that's the point. Don't worry, I'm only teasing. I know what you mean. Thank you. And you're right. There are ways to convey your feelings besides just touching. I'll say, cooking immediately springs to mind. And if it's someone's favorite dish, all the better. If there's something on your mind that you want to tell him, why not try appealing directly to his stomach? You might just So, have das a kann point. funktionieren, ja. I'll give it a shot. Uh-oh. If it's Alphen's palate you're appealing to, that doesn't bode well for the rest of us. Well, friendship is about being supportive. Sometimes we just have to do our best and take one for the team, right? So viel dazu. Even after staying here, we never truly got to the bottom of what makes this realm's citizens tick. Renan and Danon are meaningless distinctions here. To have one's own mind is strictly forbidden. All that matters is blind obedience. That might be the case now, but it can't always have been like that. There must have been something more. Once, maybe. Question is that something still salvageable? If it's not, we'll just have to make something new. No, not we. They've had enough foisted on them as it is. You're right. It's time the people here had the chance to forge their own path. That's not to say it'll be easy, but it will be worthwhile. These things take time to... An ambush? Sorry. There was a huge flying bug and I sort of shot without thinking. A bug? You mean like a Zoogle? Something tells me she would have shot it, whether it was a Zoogle or not. This realm is teeming with humid forests. It's only natural insects would feel more at home here than Menancia. In fact, I seem to recall reading somewhere that bugs around these parts lay their eggs in human food to ensure healthy incubation. Das macht's Sounds nicht like they're besser. tougher than they look. What about you, Alphen? Bugs don't creep you out? I wouldn't say I was their #1 fan. Mind you, if times get desperate enough, I've been known to eat them. Insects as a culinary option, you say? What kind of seasoning are we talking? Dohalim,
I don't think he was talking about cooking them. Hey, a lizard! Einfach das so random Losgeschreie von Shion ist auch schon sehr lustig. Aber da kann ich auch sagen, also, wenn die Leute von Pelichin ein was für sich haben, auf jeden Fall schon mal gute Gebäude. Ich glaube, hier lässt sich echt gut doch auch wohnen. Und sie haben keine Wasserprobleme. Aber ja, also Shion handelt öfter mal so Übersprungshandlungen. Einfach mal random alles. Also die Insekten einfach mal random in der Stadt abschießen. Mit einer scharfen Waffe. Oh, come on, Shion. I never thought about this until now, Alphen. But doesn't it get hot wearing that armor all the time? You feel heat and cold again, don't you? Admittedly, yeah. It can get pretty toasty in this thing. Is it hard when your back starts to itch? Oh, you bet. Plus, my shoulders get stiff wearing it, even if it's not all that heavy. Kisara looks like she manages all right with her armor. Armor takes a strong body and a stout heart. Spoken like a true guardsman. Not that I really get what you mean. The more I think about it, the more I realize what a pain it must be. Like, what do you do when you need to take a leak? Ew! That part can be a bit of a pain, yeah. More things to take off. That sucks, man. Wouldn't it be easier if you just walked around outside of your armor most of the time instead? You never know when the enemy might attack. As tempting as it might be to take it off, it's not worth getting killed over. So basically, you're screwed if you ever get attacked while taking a dump. Right, Rinwell? Reden wir uns ins Are you Gesicht. doing this on purpose? Ja, ich glaube, Rinwell kann Voice Talk nicht ab. Gut, Dohalim, danke, dass ihr gekommen seid. Dohalim, ihr seid hier, großartig. Kommen wir gleich zur Sache. Alle warten darauf, dass ihr sprecht. Oh, welche große Gesellschaft sich hier versammelt hat. Ein Grund mehr, dass ich mich richtig ins Zeug lege. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte auf die üblichen Formalitäten verzichten und an diesem glücklichen Tag um euer Segen bitten. Ich bin Sir Nodio und meine zukünftige Frau Kigari zum ersten Mal begegnet als... Just great. Das wird eine Weile dauern. Nun denn, ein Drehspruch auf ewiges Glück für das 7. Paar sowie auf Frieden und Wohlstand zwischen Dana und Renna. Ich glaube, wenn Arthur und Shion ihre Love Story erzählen würde, ich glaube, das würde sehr lange dauern. Cheers! Einmal Applaus! Gut, es ist Zeit, den Brautstrauß zu werfen. Weißt du, Shion, ich habe gehört, wenn man auf einer Hochzeit keinen Strauß fängt, bleibt man für immer allein. Echt jetzt? Ja! Aha! Yay! Aww. Nice try, you two. Better luck next time. Okay, es wird einfach eine Runde los sein. Why? Wait, something's wrong. I couldn't catch it. I'll always be alone. How could I... Oh, please. I'm so lonely. Warum ist das auf einmal random gevoiced? Oh no. This is just like what happened before. Alphen! I'm alone. I'm all alone. What can I do to get her to snap out of it? There aren't any thorns this time. I've got it! Alvin? Shion, you're not alone. You've got all of us. And it wasn't just one bouquet either. There's also this one from me. So please, don't give up. We'll fight this together. Shion! You dummy! That's not what I was upset about. How many times do I need to tell you not to blindly rush into things? That said, it does make me feel better. Even if your bouquet is just a weapon named after one. I'm just glad I could help. And I made another one to go with it, so it wouldn't be lonely either. You never cease to amaze me, Alphen.
Und ja, das sind die Hochzeit-Outfits. So die Waffen für die Hochzeit-Outfits. Transzendente Verkupplung. Alright. Feeling better now, Shion? I'm sorry I lost my cool like that. Don't worry. It's not like I have any room for criticism. Being a grown-up isn't easy, is it? Ja, anscheinend nicht so. Die Kalküllen. Ey, stimmt, ja. Teil der Area. Wir können ja gerne mal versuchen. Achso. Hier diesmal noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber machen wir das. Ich hebe mir das auf, weil das sind die Dungeon. So, was haben wir hier? That was quite the little adventure we went on. Halim pancakes! Huh? Sure is good to be back in the pleasant climes of Menancia. Especially after the extremes of some of the other regions we visited. Definitely. Your country is beautiful. You do me an honor. However, this place was never mine to own. I didn't mean it that way. Though, I guess technically you weren't born here either. Native or not, that doesn't change the feelings you had for the place. If I were you, I'd try to take a little pride in people's compliments. Allow myself to feel pride, huh? That sounds like no easy task. Nothing sounds easy when you overthink things the way you do. It must be exhausting. He's always worrying about something. It's probably what gives him his eye for detail. That's just the way he is. Yeah, so we'd noticed. Let's change the subject, shall we? It's a wonder so many things coincided to bring us here. Alphen's awakening, Shion's decision to revolt, the Danon uprising in Calaglia, the crown contest's final, sputtering throws. Zephyr's being in the right place at the right time. The fact that you happened to be a lord just as this was all going on. It's almost as if we were brought together by design. By someone who wanted to bring down the system. No, enough Hand of Destiny talk. We did this on our own steam. It's our responsibility to see it through. Did Law just utter a pearl of wisdom? I do think about things, you know. Just what do you take me for exactly? Honestly, I always sort of pegged you as a likable dolt. What the hell makes me a dolt, you dolt? I mean, she did say he was a likable dolt, didn't she? Let's enough. refrain from poking this particular Zoogle any further. Some lessons just can't be taught. Not to dolts anyway. Jetzt ist er auch noch ein Zugel. Wird nicht besser für ihn. Hey, Kisara, what's your secret for putting up with Dohalim? I don't know how you managed to deal with him. Secret? Oh, I don't think it's as difficult as all that, really. Could have had me fooled. Anyone who waxes lyrical on the aesthetic qualities of cactus thorns is a step too far for me. And those poetic flourishes he sneaks into regular conversation? How am I supposed to react? He likes the sound of his own voice, that's for sure. I say let him have his fun. No need to try and understand anything he says. Has he always been like that? He didn't seem as on edge all the time back in Menancia. Though he was my superior back then. So who's to say what I didn't see? The Lord of Cislodia hid in plain sight while a crony posing as him carried out all his business. What if the Lord we met in Vicente was really... An imposter? Dohalim? Hardly. Like it or not, that's him all right. In all his flamboyant, circumloquacious glory. Circumloquacious? The I'd fuck like to is see this someone eigentlich try to Wort? impersonate that on a daily basis. Come to think of it,
What with being a lord and all, he's probably never had anyone to speak to on an equal basis. It wouldn't surprise me. Having you guys around, having a family in a way, must be what's helped him change. A little heads up on some of his eccentricities would have been nice. It's those eccentricities that make him who he is. True. Und ich finde eigentlich, dass gerade auch das Coole an Dohalim ist, um ehrlich zu sein. Seine Eigenheiten sind schon sehr interessant. Filled with equal parts compassion and passion, always ready to boldly rescue anyone from the perils of the munchies. Delectable, ineffable Dohalim pancakes! Get 'em while they're hot! That's quite the sales pitch. This is all new to me as well, I assure you. Warum ist denn hier ab und zu mal random gevoiced und mal nicht? Why, if it isn't Lord Dohalim himself! Care for a pancake, my lord? Might as well have some while we're here. Indeed. However, I'm not sure how I feel about eating my own visage in front of the populace. At least let me show you how to make them! I'll also teach you the most important part, how to draw Lord Dohalim. Oh, this sounds like pure gold. I'm game. Hey, we should make some pancakes right now. They were drawing Dohalim's face back there. That seems like a handy trick to keep in your back pocket. The recipe's light on ingredients, and a little extra work could bring the flavor right out. Great, then let's make some together. Our very own personalized pancakes. Sure, I got this. You're out, Alphin. I don't need spicy pancakes. You're out too, Kisara. You'd win easily. Win what? Is it a competition? Yes, a contest between me, Shion, and Dohalim. Wait, what? I'm more of an eating specialist. You can say that again. I accept any and all challenges. Great. Then I'll be the judge. Ich mag gerade die ganze Skizze. I can Echt gather the lustig. ingredients. Okay, then it's on. Hey, what about me? Suges kriegen keine Pfannkuchen. Maybe we'll have some luck finding what we need at the farm. Ich finde echt schon schön. Ich mag diese ganzen Endgame-Skits, weil die alle doch schon sehr, sehr schön und funny sind. Und auch alle recht wholesome. We've reached our destination. Ach, das ist nicht mehr gevoiced. Sehen wir da, ist lange nicht gesehen. Schön, dich zu sehen. Ich bin hier, um ein paar Sachen zu holen, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, überhaupt nicht. Nimm so viel, wie du willst. Bedien dich. Thanks. Danke dafür. Jetzt können wir ein paar Pfannkuchen machen. Oh, Pfannkuchen, sagst du. Meine müssen dick und voller Schlagsahne sein. Wenn man Eischnee hinzufügt, wird der Teig schön weich und es gibt keine bessere Schlagsahne als die, die man mit der hiesigen Kuhmilch gemacht wird. Da muss echt ein Experte bei diesem Thema sein. Welcome, ladies and gentlemen. It's time to find out once and for all whose pancakes reign supreme. I guess yes. he's emceeing now. Let's hear some thoughts from Kisara, our judge. Indeed. This is a highly eclectic group of competitors. I look forward to seeing what they produce for us today. Wie Kisara einfach Expectations mitspielt. sure are running high. And here comes Shion with her entry. I applied all of my know-how to this and put extra care into the visual presentation. Well, that's bold. Nothing wrong with Passend für Shion Shion. holding her head high. Let's see how it tastes. What? I mixed in some candy that tingles the tongue. Oh, I see. It's creative. I'll give it that. But it's quite, a mouthful, as it were. It might be too sweet. Well, I should hope so. I put in as much food and sugar as I could. It should provide 3 days worth of nourishment. Wow. 3 days worth?
Our judge has been left stunned. And not in a good way. Now it's time for the Lord himself. Here is what I made. What the? Dohalim pancakes. I can't believe he actually did the art. Go on, relish my crowning achievement to your heart's content. Well, don't mind if I do. Wie auf einmal so Smack über die Dohalim-Pfannkuchen ist. Not even a moment's pause. Dohalim, there's some strange liquid leaking out of this. Indeed, I gathered delicacies the world over and packed them all in. That's what makes my masterpiece so good. Pancakes are overrated anyways. And you're out. Defeat. And just like that, his lordship is disqualified. What do I do? I just made regular old pancakes. Ich glaube, das wird auch They're das für dich both gewinnen. just so eccentric. And mine is so... How am I supposed to follow their acts? Rinwell, you're up. Okay, I'm coming. Just putting on some finishing touches. Oh, Poodle. Your face. Whew. Are you sure? Well, okay. I'll never forget you, Hoodle. Okay, made it. Here you go. Oh no, you didn't. Never mind. Let's see what Judge Kisara thinks. Let's see. It's nice and soft around the edges, and yet there's a Hoodle face firmly imprinted in the middle. The contrast of fluffiness and firmness is simply fascinating. And there's a sweet texture that's nicely offset by the jam's tartness. That, and it's the strangest thing, it gives me this odd sense of ardor and conviction. I give this a perfect winning score. Rinwell takes the title! Looks like you reign supreme over pancakedom. I don't understand. I thought I'd gotten the look and taste perfect. What could I have done wrong? Huh? Where's Kisara? She took off running to burn off the food she ate. I may have done her a disservice. I guess I was only thinking about what I personally would want to eat. You know, these other ones are actually pretty good. I could go for more of this texture and salty sweetness. I agree. Still, they pale next to Rinwell's pancakes. Yeah, no question there. In fact, I would love to partake in them again sometime. Whatever gave it such a fright? Don't worry about it. I'll draw all of your faces next time. I can't wait. You just draw them, right? Ich sehe das. Einfach Hude nehmen und schön drauf. Sehr schönes Skit. Sehr schönes Skit. Ich hatte ihn auch schon fast wieder vergessen gehabt. Nur als es losging mit diesem Pfannkuchen-Contest, fiel es mir wieder ein, was nochmal auf mich zugange. Man nehme meinem Hudel, schmiert ihn mit Erdbeermarmelade rein und squisht ihn in den Pfannkuchen. Wildes Rezept. Aber hey. Wir haben zwar einen Hudel leicht traumatisiert, aber auch fein. So, was haben wir hier in Moskau?
Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. I never realized before just how hot this place is. It's like being inside a fire. You're only just noticing? Ah, yes, forgive me. The whole lack of sensory feedback situation. That's the one. It's hard to believe I once worked in this soup, let alone helped spearhead a revolution. And all with the mask concealing your face. It must have been very grimy beneath that. Back then, we had our plates full enough dealing with constant abuse from our Renan overlords. It never occurred to me the air itself was oppressive in its own way. My head's spinning just with the effort it takes to walk. I think that's called heat stroke. You might want to take a sip of water. You mean that water that's been festering under the sun for days? I wouldn't chance it without boiling it first. Oh, I know. I'll go to the dock and fetch us some clean water. Water alone won't suffice. He'll need to ensure his sodium levels are replenished as well. In that case, let's see if we can rustle up some rock salt. Alphen, you go cool off in the shade for a while. Shion, stay and keep an eye on him. And Ey, then wohin sie there were helfen ihm? two. Echt? Bit Ja, of hilft ja auch. overreaction, but it's still kind of them. Das ist Maybe sehr it's nett von not the denen. time, but this place brings back memories. I know what you mean. We're back where it all started. You don't ever regret meeting me sometimes, do you? Are you kidding? You started all of this. Bringing down the wall, retrieving my sense of self. I have no regrets. Welcome back, Law. Er war die ganze Zeit dort. Er ist nicht mitgegangen. Aber not gonna lie, das sind die richtige Art von Freunde, die man haben will. Wenn man irgendwie was merkt, da geht's eigentlich gut. Die alle so zack, 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 komm, machen das alles so, dass es für alles okay ist. Bessere Freunde kann man doch nicht haben. Oh, hi, Elfe. Hey, Hey, Cole. Alles gut bei dir? Du siehst irgendwie fertig aus. Ich habe echt Hunger. Wir haben immer noch nicht genug Essen, obwohl die Renier nicht mehr hier sind. Ist nicht gut. Gibt es denn keine Möglichkeit, Essen von außerhalb Kalakias zu beschaffen? yes. Hier gibt es. Dank eurer ganzen Mühe konnten wir Handelsrouten schaffen und werden mit ein wenig Essen versorgt. Aber an anderen Orten gibt es nicht genug zu essen. Wir können nur wenig zwischen den Reichen vermitteln. Vor allem, weil es in diesem Reich größtenteils nur Fels und Sand gibt. Just great. Wie traurig. Ich wünschte, wir könnten noch mehr machen. Besteht immer noch Hoffnung. Ich habe gehört, dass ein Händler aus das Schloss Glenamid besucht. How's this? Willst du mal für uns mit ihm Got it. sprechen? Genau, mal sehen, wie er reagiert. Deshalb könnt ihr gerne dieses Brot haben. Oh, danke. Wo hast du das her? Ich habe das selber vorbereitet. Alright. Wenn es ums Essen geht? Ja. Wie auch immer, machen wir uns auf den Weg zum Schloss Glenamid. Ich glaube, es gibt nicht einen Moment, wo nicht Shion irgendwas zu essen mit hat. Deswegen auch natürlich ne, die Pfannkuchen, die Nährstoffe und alles für 3 Tage haben, weil das ist, was Shion täglich verpulst. Essen für 3 Tage. Hey, she's pretty cute. Who are you looking at? Quit gawking and let's go. Ow! Okay. Random, aber gut. Ah, den kennen wir doch. Nur wenn es mal nicht unser Feinschmecker-Freund ist. Diesmal hat sich aus nach Kalaklia verschlagen, was? Hafen, endlich! Ich habe auf dich gewartet. Oh, mit ihm willst du also sprechen, mit mir aber nicht. Ja, klasse. Aber ich bemerke, dass auf deinem Gaumen nicht so richtig verlastet ist.
Wie geht's, Gordeno? Hast du ein neues Rezept gefunden? Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde hier nichts. In Kanal gibt es keine feinen Delikatessen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt auch keiner ein. Ich möchte ja das mitnehmen, aber wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wenn du nichts findest, warum stellst du dir dann einfach nicht selbst was zusammen? Was? Hier gibt es in diesen Gefilden immer noch was zu essen. Warum zauberst du nicht einfach was Gutes aus Sachen, die du findest? Darum geht's doch beim Kochen, oder? Gerade du müsstest das so wissen. Oh, da ist echt Mumm zu glauben, dich beim Thema Essen belehren zu wollen, junge Dame. Aber das hast absolut recht. Ich bin nicht nur ein feiner Gourmet, sondern auch ein Koch par excellence. Sieh zu und lerne, wie ich meine jahrelange kulinarischen Expertise nutze, um das beste Gericht zu zaubern, das dieses Land je gesehen hat. Bin ich sicher, ob es jemals schon mal was anderes zubereitet hat. Oh ja? Ja, wenn du schon selbstbewusst bist, dann nehme ich natürlich gerne auch etwas mit nach Hause. Lass mich helfen, das betrifft Kalakia, also ist das eine persönliche Sache für mich. Gerne. Wenn so ist, würdest du mir ein paar Zutaten besorgen, zum Beispiel etwas Weizen und ein paar Eier? Haben wir schon. Wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Großartig, dann kann ich mich ja gleich an die Arbeit machen. Mit diesen Zutaten, all mein Wissen und meiner Erfahrung wird das Ergebnis ganz exquisit. Erledigt. Was ist das? Was wie gebranntes Brot? Probieren wir es mal. Oh, wow, wie lecker. Du hast die Zutaten wirklich gut vorbereitet. Das hat er echt gut gemacht. Aber findest du das Innere nicht noch auch ein bisschen teigig? Ja, außerdem finde ich gutes altes gebranntes Brot nicht sonderlich einfallsreich. Krass, meine Fähigkeit liegt anscheinend noch Arbeit vor mir. Gebranntes Brot, das aber noch teigig ist. Warte, ich hab's. Wer ist damit? Soll das Ringe sein? Yep. Ich habe mich von der Architektur des Schlosses inspirieren lassen. Ich nenne sie Glenemy Donuts. Okay, ich probiere. Oh, wie lecker und wie knusprig die sind. Ja, die schmecken super. Ich bin im Himmel. Ich hätte gar keine Ahnung, dass man sowas in Charakter zubereiten kann. Die mag ich. Sie sehen auch irgendwie besonders aus. Damit kann ich was anfangen. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass sich meine ganze Arbeit gelohnt hat. Ja, was hältst du davon, wenn sie zu verkaufen? Ich nehme einen ganzen Haufen mit zurück in der Klasse ja? Die werden ein Hit. Vielleicht wisst ihr, mir ist was klar geworden, nachdem ich die Donuts für euch zubereitet habe. Kochen hat die Kraft, Menschen zum Strahlen zu bringen. Und ich möchte dieses Gefühl überall auslösen. Wir haben einen Deal. Es gibt keine feinere Delikatesse als die Freude im Herzen über eine gute Mahlzeit. Darum geht es als Gourmet, wirklich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bringe dir das Rezept für die Donuts bei. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um dir für deine Hilfe zu bedanken. Danke, Moleno. Lass mich noch eine Sache fragen, bevor du gehst. Haben dir meine Donuts wirklich geschmeckt? Wie sie mir wirklich geschmeckt haben? Naja, absolut exquisit. Da ist eine kulinarische Suche endlich abgeschlossen. Wir haben Donuts. Gut, damit haben wir auch die Sidequest relativ schnell abgeschlossen. You finally made it. Alphen, du bist zurück. Ja, und ich habe das erstmal mitgebracht. Wie liegt dich? Was ist das? So eine Art Süßigkeit? Naja, von mir aus gerne. Wow, die schmecken super. Ja, die sind echt lecker. Wo hast du die her? Ein Freund von uns hat die in Schloss Glenemy mit Zutaten aus der Umgebung zubereitet. Wirklich? Man kann in Kalakia so leckere Sachen zubereiten? Auch die Anlauf des Solia mochten sie? Ich denke, dass der Handel zwischen uns und reichen dank der Donuts wieder zunimmt. Ja, wir können diese leckeren Donuts überall verkaufen. Wie toll, es ist so cool zu wissen, dass wir hier solche Sachen zubereiten können. Ich schätze, ich sollte jetzt aufhören, immer so viel rumzujammern. Mal sehen, was sich in Kalakia noch alles zubereiten lässt. So kann ich mich für dein Brot revanchieren, Fräulein. Ja, ich bin gespannt, was das Ding zubereitest. Wie stellt ihr die vor? Okay. Ein Vielfraßcode.
We avoided getting roasted in that ring. But what we could really use is something to cap this off. Sure. Got any ideas on what would be good? Mabo curry. Fried bread stuffed with curry. You'd probably buy out the whole stock. Naja. Ey, das hat es jetzt mit den... Keine Ahnung, was das nochmal war. Gut. Ich mache erstmal noch mal eine kurze Pause. Ich will mal eine kurze Toilettenpause machen. Dementsprechend bin gleich wieder da.
Und da bin ich auch schon wieder. So. Jetzt haben wir noch ins Klo. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. We've reached our destination. Ja. Yeah. Hey, wie sieht's aus? Habt ihr gut zu tun? Oh. Hey. Kann man so sagen? Aber du scheinst ja selbst gute Dinge zu sein, Kanal. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich eins kann, dann optimistisch bleiben. Gerade wenn alle Leute Angst haben, ist es umso wichtiger, dass Leute wie wir standhaft bleiben, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. Weißt du? Du sagst es. Was ist dir über die Leber gelaufen? Na, mir geht's gut, schätze ich. Das klingt aber nicht danach. Wenn selber dich so sehen würde, wäre er nicht begeistert. Lass mal gut sein. Habe ich das heute gesagt? Oh, richtig. Yeah. Will aber sein, da fällt mir ein, dass Nate vorher schon mal einen Gefallen bitten wollte. Ach ja, worum geht es? Ich wollte mal selbst mit ihm einen richtigen Austausch durchgeschickt habe. Bis dann. Just great. Das ist ja eilig davon, Girls. Wir sagen mit Zephyr, ich meine mit deinem Vater, das belastet mich immer noch sehr, ha? I guess. Ich kenne jede Karmesinkrähe, seit ich klein war, also weiß ich genau, wie sehr sie ihn bewunderten. Ist ja nicht so, als würde jemand mit dem Finger auf mich zeigen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie mich nicht irgendwie hassen. Willst du hier warten, während wir mit Nate reden? Thanks. Nein, ich komme mit. Vom Rumstehen und Warten wird mir auch nicht besser gehen. Ja. Die ganze Sache ist wirklich immer noch viel gemischte Gefühle, Fehler. Huh? Oh, hallo zusammen. Wie kann ich das für euch tun? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Renner hat uns geschickt, um mit dir zu reden. Du wolltest uns meinen Gefallen bitten. Gefallen? Welche Gefallen? Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich kann auch ihr kennt doch das Iglia Ödeland, oder? Da lebt ein Suge. Wäre toll, wenn ihr den erledigen könntet. Bis jetzt haben wir geschafft, ihn in Schach zu halten und die Straßen zu sperren. Aber wer weiß, wenn er sich befreit und wieder Probleme macht. Klingt logisch. Dann sollen wir dafür sorgen, dass er nicht dazu kommt. Ja, mehr oder weniger. Aber ich will dich nicht darum bitten, Affen. Lass sich stattdessen darum kümmern. Ich? Wirklich? Hast du ein Problem damit? Nein, das nicht, aber... Alright. Gut, dann machst du schnell wie möglich an die Arbeit. Wenn du die Barriere einreißen musst, um ihn zu erledigen, dann ist das kein Problem. Also, das war alles von mir. Enttäuscht mich nicht, hörst du? Guess. Was ist denn los? Erst fängt Grenade an, sich so komisch zu übernehmen und jetzt auch noch Nate. Zeig mir eher, weil ich den Tod meines Vaters verantwortlich bin. Oh. Nein, schon gut. Das Beste, was ich tun kann, nach all dem, was sie meinetwegen durchgemacht haben. Jemand hat gesagt, dass wir dir nicht helfen dürfen. Wir kommen mit. Stimmt, hat echt niemand gesagt. Kann auch mal Lore reinnehmen, so. Muss nicht immer Elfen drin haben. Ödeland hatten wir eigentlich irgendwo ein Camp? Wir sollten mal wieder campen. Aber wir lange leider nicht mehr die Möglichkeit zu. Looks like we made it here in one piece. Okay, whose turn is it to cook today? Oh, Nice try, Law. Instant Skit. We all know it's your turn. Damn, was I that obvious? All right, guess I'll get to it. Wait, before you get started. Remember when the three of us fixed pancakes back on the farm? I remember how weirdly proud you were of yours. Wait, don't tell me you want a rematch. Oh, no, nothing like that. It's just, I've been thinking about something ever since that day. I used every trick in the book to make the perfect pancake, and yet... You're wondering why you lost, right? Pretty sure it's because you pumped Isara here with enough sugar to give a Zoogle a... Anyways,
I've come up with a recipe, and was hoping you guys could taste them and tell me what you think. All right. I'm up for round 2. Challenge accepted. Wait, are we all doing this? Come on. Shion's clearly put a lot of work into this. I'm sure they'll be great. Right, everyone? Thanks. Okay, wait here. I'll have them fixed up in just a few moments. Thanks for waiting, Okay. everyone. Here are your pancakes. I can't wait. Let's see how they taste. Damn. The way these spices jump about in your mouth, you'd think they'd cancel each other out, but somehow they work brilliantly. They're so sweet. I feel like they'll melt in my mouth. Every bite makes me feel like I'm in heaven. Holy crap! These are so rich, just the way I like them! I can't stop stuffing them in my face! You chose the perfect ingredients and heated them just enough to bring out their flavor. Amazing! The presentation is simply exquisite, and they have such a pure, refined taste to them as well. They're perfect! Shion, these pancakes are amazing. Really? I'm so glad they turned out well. Although, don't we all seem to have different impressions of how they actually taste? You're right. It's like everyone was eating something completely different. Ich weiß auch Here, so. let me take a bite of yours, Alphen. It's true. I fine-tuned them to suit each person's unique tastes. Boah. Come on, You did Lord. that for everyone's pancakes? That must have been a lot of extra work. It was, but I learned something important in doing so. You see, I was so focused on trying to make something that I thought would please people that I forgot to consider who I was actually serving. Here, water! Thanks, Renwell. I thought I was a goner. What's important as a cook isn't what I want people to feel about my food. It's about accommodating what they're looking for in a meal. Well said, Shion. I'm so proud of you for figuring that out. No recipe is complete without love and care for whoever's eating it. Those alone make a dish taste better than any spice could. So one might say that what makes a meal are both those who prepare it and those who eat it, rather than the food alone. How insightful. You've grown so much as a cook, Shion. I have nothing left to teach you. Oh, thank you, Master. Thank you so much. Und Kisara wird erstmal ausgenockt. Wird auch schön einfach so, wie einfach nur so eine schwere Rüstung fallen würde. Und nicht keinerlei. Shio muss sehr gut aufgepasst haben über die ganze Reise hinweg, um wirklich genau auf den Punkt genau festsetzen zu können, was von den jeweiligen anderen die geschmacklichen Vorlieben sind. Why are you staring at me? I love how much amazing food we get to eat, even when we're out on the road. Me too, especially compared to what I used to have when I was still a slave. This is paradise. It's amazing what good food can do to keep your hopes up. Nagal used to say all the time that the power of food is subtle, yet profound. Yeah, ain't that the truth? For whatever reason, I find I don't worry nearly as much when I've got a full stomach helping me out. That's why you shouldn't be such a picky eater. Huh? She's right. You always leave food that you don't like on your plate when you're done. Come on, what's the big deal? Back in the day, I couldn't think about leaving any food. It was such a waste not to eat at all. You needed every last scrap of energy. Exactly. Even when my brother and I didn't have much to eat, we all did what we could to make it taste good and enjoy what we had. That definitely explains a lot about why you cook the way you do, Kisara. Dohalim, I bet you don't know what any of that's like.
You must be used to food being handed to you on a silver platter. Sometimes it was gold. You didn't shy away from that at all. Although, there was Humble one brag. experience that does come to mind. Oh? When I first learned that the food I ate originally came from animals and fish, I was rather taken aback. You just ate whatever was in front of you without even thinking about it? That's a silver spoon elite for you. Mm-hmm. Your cooking has really improved, Shion. It's because of you that I understand what makes it so fun. I'm glad everyone seems to enjoy what I make too. I've noticed a disturbing trend that after it's your turn to cook, our ingredients tend to run really low. What's up with that? That is a good point, Law. And there's a weird difference between the amount of ingredients she prepares and how much food actually gets served. Curious. Very curious indeed. I don't know. Isn't it pretty normal for veggies to shrink a little when you fry them up? Sie snackt Or halt viel maybe beim she eats Kochen. all the bad batches herself so we won't notice. Come on, I wouldn't do anything like that. Then how would you explain the difference? Ahem. I have a theory that I wish to propose. What is it? As we all know, Shion here can have quite the appetite. I imagine she often taste tests her own food as she prepares it. By my eye, it would appear that her footprints are leaving deeper impressions as of late. Far be it from me to level such an accusation, but the facts lead me to conclude that... She's been snacking while she cooks. And yet, she still looks so slender in her clothing. Yeah, I'm kind of envious, actually. Wait a sec, are you guys trying to say she's... I'm what? Nothing? Nothing. Warum entschuldigt sich Elfin auf einmal? Wie viele Skits kommen noch? Shion, about that fight just now. Sorry about that. I was careless. I didn't come to criticize you. Just please take better care of yourself. You don't need to worry about me. In case you forgot, I can't exactly die anyway. It's like how you used to not care about getting beat up because you couldn't feel pain, and then I was the one to patch you up. It's the same thing. You're right. That is how I used to be. But this isn't the same. Then what do you mean? How is what's happening now different from what happened then? It's different now. Look, if you mean because you can feel pain again, It's because I don't want to see you getting hurt. You're right. When I couldn't feel any pain, I put myself in all sorts of dangerous situations. I didn't listen to anybody's warnings, and I made a lot of people worried for no good reason. It was foolish. This isn't about you and me being able to take pain. I don't want to have to see you get hurt, Shion. It's too much for me to take. Is that a crazy thing to say? No, it isn't. And I definitely don't like seeing you get hurt either, Alphen. Get a room, you two. We can't expect our enemies to show us any mercy. But I will do my best not to throw myself in harm's way out there either. How does that sound? I'm sorry if I sounded harsh earlier. I didn't mean to. I just really want you to take better care of yourself. I will. At least, for as long as I can. Oh ja, wenn du mal singst das. So, was kochen wir dann? Da wir eigentlich relativ viel Erfahrung sammeln wollen demnächst. Wir können eigentlich noch mal unsere EXP boosten, oder? Ah. Kein Flug für Sushi. Kocheffektdauer plus 20%. Nee, ich will nicht die Wirkung reduzieren. Also machen wir Blattfisch. Thanks for waiting. Eat as much as you like. Shion, can we talk a moment? I thought you had something to talk about. I was waiting on you. Not really. Why? Should I leave you alone when I don't? No, it's fine. We used to really have to force these conversations when we started talking to each other, didn't we? To say the least.
Hey, What is it? do you think you'd like to make something together? Make what exactly? Just if you wanna make dinner together. What did you think I meant? Huh? Dinner? Oh, dinner! Yes! Yes, of course! Awkward. Dinner! Right. What did you think I was talking about? No, it's nothing. Don't worry about it. Anyway, what did you have in mind? Well, do you recognize these ingredients? This is... Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although I remember it not being well received when we had it. You still remember that, huh? I'm sorry, Shion. I'm just teasing you, Alphen. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a good choice for dinner, too. Anyway, let's get to work. With both of us making it, we should be finished in no time. I never thought we'd end up eating alone like this again. Just the two of us. Yeah. So much has changed when you look back on it. Cute. Well, I guess maybe not what we're eating, but still. No, I'd say even that's changed too, in a sense. Our meals are a whole lot better now. True. We've both come quite a long way in the culinary arts. That's not exactly what I mean. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah, I get what you mean. Even after our battles are done, when Dana is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after night. Yep, I doubt that much will change. You've always got to eat at some point. I hope our dinners will always feel like this. Maybe not exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh, no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Also wie man kann mir the sagen, proper diese zwei kitchen. sich nicht sehr That'd be mögen, nice ne? too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? Ja, ich glaube, es ist mittlerweile recht obvious, dass die zwei, ja. I think it's time we go to sleep. Do you sense one of your friends, Hoodle? Eine Eule ist hier. Ah. Stimmt, es gibt ja jetzt auch neue Eulen überall. Da war was. Ich weiß noch nicht, wo die extra heute aufgetaucht ist. Ist doch oben? Gucken wir dann gleich. Gucken wir jetzt mal um das Is this the Vieh. barrier that's keeping the Zooglin that Nath mentioned? Looks like it. Our Zoogle pal should be on the other side. This barrier is weird. It looks old and half-finished. Plus, he said it was okay to break. I mean, we won't need it anymore once the Zoogle's gone, right? So what does it matter? Ja, weg damit. Did they really think that barrier was enough for a Zoogle like that? It was. That thing was sturdier than you give it credit for. Really? So that's the Zoogle, huh? This should be a piece of cake. Don't get careless, Law. Think No, we no. can take that one? Well, if you're up for being the decoy. No thanks. Let's turn back. Ey, komm, wir nehmen's mit. I have a bad Thunder. feeling about this. Take that! Wenn es Donnerding ist, let me guess. Wir fangen mit Wind an. Cyclone.
I mean, ja, wir können Kreuzklick nutzen, so. Bet that shell hiding It's almost too strong. Then I'll split it open. Be my guest. Here goes! Hup! One laser lancer! Go get him! Outstanding form! Okay, Wind ist nicht schon mal die Schwäche. Here's another hero! Was ist dann die Schwäche? Doch vielleicht Elektro? Weil ich glaube, Law scheint gut Damage zu machen. You see what happened there is you crossed me. Shouldn't have done that. One more! Vanquish darkness! Divine! Beyond the darkest! Astral Art? That's my cue! Shut him down. Das macht Wasser. I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! There! One more! Aber wenn er Wasser macht, ist halt Feuer, aber ich habe eh nur einen Feuerangriff. Und dementsprechend ja. Take that! Go get blah, blah, blah! You get the gist! Burning strike! You get the gist! Burning strike! You get the gist! Burning strike! Oh, here I blah, blah, blah! One more! Meteor storm! Bullseye! Blazing spear! Here's the evil! I'll smash you! Here goes! Freeze laser! Art seal! Burning strike! Blah, blah, blah! Don't mind if I do! Let's keep up the pressure! Magic is down! Here's a healing strike! You get the gist! Their arc springs are up You get the gist! Glacial spear! Blah, blah, blah! Burning! Here, you get the gist! Burning! First aid! Carve through! Bullseye! Here I go! You get to hold on to your art! Here I come! I don't even know the word defeat. In here! I'll be saving this one! Sleep now! I'll be saving this one! You get the gist! Burning strike! Will this help? Not on my watch! Krass, das ist auch schnell. Take that! Take that! Blah, blah, blah! Sleep now! You get the gist! In here! Get out of there with the others! Magic is in the fire! Blah, blah, blah! Burning strike! You get the gist! Burning strike! Blah, blah, blah! Sealed! You get the gist! Hold on to your art! Here I come! Not on my watch! Da sind welche gut gestorben. Here goes! So. Here goes! Go get magic is there! Sharpness! One last one! You get the gist! Sleep now! Fire! You get the gist! Burning strike! You get the gist! Burning strike! Blah, blah, blah! Fire complete! Oh, oh, oh. Ich muss beim Feuer, muss ich aufpassen, dass ich mal das wieder mit den Blah, blah, blah! Magic! Sleep now! Magie einsammeln besser hinkriege. Enemies immobilized! Burning strike! You get the gist! Sealed! Fire! You get the gist! Sealed! Not on my watch! Burning strike! Blah, blah, blah! Burning strike! Blah, blah, blah! Burning strike! This one's mine! Blah, blah, blah! Burning! Art expert coming through! Oh, blah, blah, blah! Meteor storm! Blah, blah, blah! Sharpness! Blah, blah, blah! Sharpness! Give up! Carve through. Hit! This one's all mine.
Up and at 'em, let's go! Außerdem gehen wir mal durch. Brauchen wir anscheinend ein bisschen mehr hier gerade. Hit! Ready to go! Hit! One more! Go get him! Bullseye! Close one! Wo ich sowas, ich nehme auch jetzt mal kurz Elfen rein. So. So. Weil der kann wenigstens ein bisschen besser mit Firearts arbeiten. Ich will auch gerade mal überlegen, was ich ihm für Sachen gebe. Oh, jetzt kann ich noch ne? Awaken and wreak havoc! I'm not done! Vacuum blaze! Watch this! Mirage split! Devastation! Shattering Lunar Rondo! Not my finest! Here I come! Okay, here I go! Strike! Vacuum blaze! Incineration wave! Blind you with a dust! Freezing Here I storm! come! I'm not Don't mind if I do! Within the soil. Strike! Awaken and wreak havoc! Come on, let's go! I'm not done! First aid! I owe you one! Masterful dash! Try this! Freezing storm! Ist das, was ich denke? Ja. Sehr Hold schön. on to your arms! Here I come! You pay for that! Where are you going? Is that a healing art? It is. I can't ignore your pain. I'll try to be more careful. Here's evil! So, man kann ich ein bisschen besser damagen. Explosive ring! This can't be happening! Radiant light! You picked the wrong fight! Regenerate! Take this! From beyond! I'm not done! Now I can let loose! Come and get A thrilling performance. Chocolate slap! Go away! Mirage I blade! can't lose! Try harder! Benediction light. A Here I freezing come! storm! You escape! Allow me to help you. There! Eat this! Chocolate slap! Wide open! Won't escape me! Try this! Oh. Explosive ring! I'm ready! Zack. Demons descend! Ich muss übrigens halt sehr nice mit Damage farmen. Into everlasting darkness! Now I'm in the negative gate! Here I come! Here's evil! No escape! Such unadult. Ich will gerade mal gucken. Brauche hier nicht Trash. Wo ist Rainstorm? Fury! Come and get it! Whoa, here comes something big! Try to dodge! Roll away! I'll heal you all! Try harder! My turn! I've let you all down. Stay away from my friends! Healing circle! Coyote! Imbue this Take vanquished this! soul with life. There! Here's evil! Try Let harder! me be. Lancer! Freezing storm! Swallow dead! I've let you all down. Escape! I'll bring you back from death to death! Chocolate slap! Any more of this and I'll burn out! Thank you for the healing, Dohalim. Our comrades need our abilities to survive. Right. No one is dying on our watch. Vacuum blade! Take this! It's in your hands now. Komm. I really owe you one. Glacial spear! Übertreibt ein bisschen mit Damage. Here's evil! Freeze Lancer! I'll bring you back from death to death! Aber One-Shot noch auch einfach gerade alles. Not done yet! I'll bring you back from death to Here I death! come! I'm not done! Vacuum blade! Hasten! Here's a Try healing! this form! First aid! Pay for that! I won't give up! You! Stay away from my friends! Not my finest.
So. No rest for the wicked. From beyond, imbue this vanquished soul with light. Is this it? Komm. He who prepared another incantation ruined. Nee. I could do this all day. Take this. Can you take it? I've let you all down further. Dragon Swarm! The flame inside me yearns to be let free! Explosive ring! Not today! Here I come! I'm not done! Dragon Swarm! They'll pay for that. Explosive ring! Now, while it's reeling! Take it So down. was das. I'll bring you back from Get this! Vacuum blade! Go away! Not Can't my move. finest. This is my fault. Heal. Take this! Move it! That did it! Weil das Problem ist dann wirklich das Damage, das das Vieh macht. You're mine! I won't give up. Er one-shottet halt gerade so viel gegen. Dragon Watch yourself. can't move! I sense incredible power. Resuscitation. No further. Go. One more. Lunar blah 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 magic. There! Thanks, One more time. Swap it. Fall into thine own. Try harder! Concentration. Und nochmal ein Trainingssystem I hope this sortieren. medicine works as All promised. disasters made one. Come to resuscitation between heaven and earth. A wailing banshee of lightning. Divine magic air drop. Thank you for flying. Sleep now, dear. This'll come in handy. Here I go. A red between heaven and earth. Wailing divine. I can do this all day. There you go. Don't let Try up. harder! Let's get you all tucked away. Lightning Here I orange. come! A This banana. one's all Let's mine! go. Kann ich über den nicht die ganze Zeit sterben? It looks like you got this one covered. Turtle Claw. Firmament Render. Take this! Arrow Ball. Glacial Punch. I'm almost impressed. High praise coming from you. I said almost. Bah. Don't get carried away. Magic is out. Air drop. Blah, blah, blah. Divine save. You get the gist. In here. Get on in there with the others. Magic is in. Sleep now. Not Get you done all yet! tucked away. It's gonna attack! Right, watch out! Holy Land! You get the gist. Divine Savior! Try harder! A freezing storm! A tornado! Glacial Spear! Pierce evil! Try Arrow harder. Squall! The flame inside me yearns to be let free! Illuminate the circle! Now you've gone and ticked me off. Here, let me help. Far enough. Oh, sparkling stars of light! Rain down and Ist das Gitarre wieder umgelegt? water! Ja, aber auch einfach weil... Meteor storm! Blah, 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 air drop! So weak. Wo ihr gar nicht heilen können. Gott. Yourself and get behind us! I'll be Ich glaube, ich werde mir running nochmal rain das in no Release dann time. mal angucken. I'll bring you back from death to bit. Burn in hell! I'll bring you back from death to bit. Vacuum blade! Dragon Swarm! Try this! Can't be happening. Blah, 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 magic. Crossblade. You get the gist. Air drop. Take care. This one's mine. Switch to up. Flaming meteor. I let my guard down. Ja, wow.
Try harder! I've still got some fight left in me. Shine! What would I do with divine streak? Take this! No escape! In the wind! You're finished! Air thrust! A whirling struggle! Magic is there! Pure cyclone! That'll bring you down! Seal! My head's spinning so fast! I'm not done! Inferno! Können wir kurz mal auf Zeigen konzentrieren. That move! Here comes a big one! And just like that, I'm back in it. Start by holding the front line. No sooner said than done. Far beyond the darkest skies! I call upon thee! Wait! I can handle it. Think I let my guard down. Here I come! Is this it? You get the gist. In here! Let's get lost away! No more playing night time! Firmament render! Guardian field! I'm ready to go. Not done yet! One astral energy! Switch to offense. Magic Ready to go. Ich habe nur noch 2 Tränke des Lebens, ne? Inferno crossing. Ach so. Raging cascade! How about this? Dance in the wind! Air thrust! A whirling struggle! Piercing Here's a healing art! Nicht was weiter. Oh gut. More for the stockpile! From beyond, imbue this vanquished soul with You life. picked the wrong fight! We set the Whoa, stage. hey! One at a Take this! time! Free Dragon laser! form! Blah, blah, blah! Try Air this! thrust! I'll face you. Explosive ring! With such unadulterated fury. Down on the ground. Und HP hochleiten. That's been a smart. Free blaze! Carrot! From beyond, imbue this vanquished soul with life. Try harder! Resuscitation. I've still got some fight left in Make me. the abyssal deep. Clear for us a path. I never fit! Yours to be let It's free! weakened! Wind astral energy! Okay, jetzt können wir es wenigstens wegballern. Far beyond the darkest skies! Now! Hart. Light burst forth. Hat ein bisschen gedauert. Finish it! Huh? What's a letter doing in a place like this? Hell if I know. I highly doubt that Zoogle was trying to guard it. Still, somebody must have left it for some... Law. Huh? What's up? Something up? It's from my old man. My dear son, I wonder how things will be between us by the time you read this. In any case, I first want to congratulate you on all that you've accomplished. Making it this far requires a strong body, fine technique, an unwavering spirit, and most of all, friends that you can count on. If you have all of that, then I, as your father, have nothing to worry about. Those things together will always keep you on the right path. That brings me to what I really wish to discuss with you. As with all of us, there will someday come a time when you'll be a grown man who can and must think and act for himself. Whether you'll live in a world where blood will no longer be spilled between Danins and Renins, or when that day arrives, nobody can say. But even if peace still eludes us then, you'll have to decide how to live in this world.
Listen to others with an open heart, but don't be swept away by their words. Always live on your terms. One more thing. If I ever see you again, I hope to say this to you in person, but neither of us knows what tomorrow may bring. Know this. Whatever you think of me and what I've done, your mother and I love you very, very much. And there's nothing in this whole world that will ever change that. Your father, Zephyr. Ich glaube, es ist wichtig für ihn. I can't believe he's only telling me all this after he's gone. What am I supposed to do with this? Zephyr once told me that living freely meant being your own master. I think he wanted to make sure you know how he felt one way or another. What you do with that knowledge is up to you. But that still doesn't explain why his father left that letter for him here, of all places. True. Don't forget, we were led to this place. We may well get some answers if we go back to the source of all this. Das war schon mal ein anstrengender Fight. Und so viel XP hat es gar nicht gebracht. Ja gut. XP werden auch daran bestimmt, wie gut man im Kampf ist. Und so gut war ich jetzt wirklich nicht. Wo war die Eule hier? Stimmt, da oben ist gerade noch was aufgetaucht. Stimmt, da konnte ich vorher auch nicht hin. Was müsste das hier sein? Ja, den kann ich ja auch erst wegen Dual eliminieren. Ah, huhu. Das ist ja Bunker, entsteht im Vakuum, dem nichts entkommt. Also lieber nicht probieren. Keine Ahnung, was das nochmal macht. This shall be a feast for the senses. Ein Artefakt oder so. Wisst ihr der Geheimnisse? I can't say its appearance is to my tastes, personally. Das ist ja ganz ein bisschen schlechter, als wir so gerade haben, leider. Gut. Great. Now I'm hurt and dirty. Oh, Leute. Little help! You barely managed to turn that battle. You don't need to sound surprised. Perhaps I'll put more faith in you then. Over so soon? Kann ich hier auf die Seite runterspringen? Ja. Schade. Aber hier. Hui. Vielleicht können wir rein nach Usbek teleportieren, aber... Nicht, wenn ich ihn laufen kann. Und dann auch noch in die falsche Richtung laufe. Halli und tschüss. Da seid ihr zwei. Sehr schön. Wie sieht's aus, habt ihr wohl den Brief gefunden? Hey. Alex, habt ihr ihn dorthin gelegt? Naja, das war Stefan, nachdem Lo abgehauen ist.
Er hat ihn hier zurückgelassen, falls er mir das zustößt und er leider nicht mehr wiedersehen würde. Ja, und Lore sich wiedersah, das hätte er sich nicht ausmalen können. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Du glaubst doch nicht etwa immer noch, dass wir dir die Schuld dafür geben, was passiert ist, oder? Ich werde dir nicht vormachen. Es tut weh, jemanden wie selber zu verlieren. Er war für uns alle eine Vaterfigur, weißt du. Aber wenn man sich wie wir dem Kampf gegen die Renea verschrieben hat, dann muss man immer darauf vorbereitet sein, Freunde und mehr zu verlieren. So wie ich es verkenne, hat er dir wahrscheinlich keinen sehr langen Brief geschrieben, stimmt's? Als deine Eltern sich kennenlernten, war deine Mutter auch eine Widerstandskämpferin. Wusstest du das? I guess. Das habe ich mir schon gedacht. Sie hat sich vor dem Kampf an der Front zurückgezogen, weil du geboren wurdest. Sie blieb zurück und beschützte dich, während dein Vater doppelt so hart für euch beide kämpfte. Das war zumindest die Abmachung. Denn der hat nur einmal dagegen verstoßen. Da machte er sich auf die Suche nach Medizin, um die Krankheit deiner Mutter zu heilen. Wie du sicher weißt, war er nicht rechtzeitig damit zurück, bevor sie starb. In all den Jahren, die ich ihn kannte, war dies die einzige Situation, in der er aus egoistischen Gründen gehandelt hat. Ich hatte keine Ahnung, er hat mir nie etwas davon erzählt. Es zeigt einfach, dass er dich und deine Mutter in all den Zeiten nie vergessen hat und euch beide sehr geliebt. Ja, und ich habe es genommen und einfach weggeworfen. Also was hast du jetzt vor? Als wo du weißt, wie wichtig du deinem Vater wirklich warst. Ich weiß nicht, ich muss in Ruhe darüber nachdenken. Aber eins ist sicher, ich will zu einem Mann heranwachsen, auf den meine Eltern beide stolz sein können. Alright. Gute Antwort. In dem Fall habe ich noch etwas für dich, was ich dir geben möchte. Dass der Ring, den du verstehst, weiß ich du. Der ist von meiner Mutter. Ja, gehört dir, Kleiner. Du bist bereit. Wollen ja dieses Leben nicht für das deine Eltern so hart gekämpft müssten. Das werde ich nicht. Vielen Dank, ihr beiden. Mit Morgendämmerung Gurte oder Gurke? Ich habe gerade Gurke gelesen. Ja, Gurte. Das ist die Sepher-Waffe. Ja, ich wollte ja noch mal was gucken. Was haben wir denn hier jetzt? Aufmerksamkeit. Niedrige Aggression, Feuerwasserschaden. Angriffsschaden hoch, halbe AL-Kosten. Inventarangriff, Lichtfeuerschaden, Kampfeslust, nein. Was ist denn? Speer, Zauberzeit. Besiegen eines Gegners, Flugresistenz, Doppelschaden. Kosten. Nee. Bei Kosten und Immobilienz. Weil es halt Mystic-Wappen Zauberwirkzeit halt. Und sehr nice. Können wir gucken, ob wir vielleicht noch ein besseres Mystic-Wappen herbekommen. You okay, Law? You seem kind of quiet. I'm fine. Just feels a little weird returning home now that my dad's not here, I guess. Oh man, sorry. I didn't mean to bum you out too. So I guess that means you'll be visiting your dad's grave while you're here. Right, Law? His grave? What are you, nuts?
There Da is will ich no mal gucken. grave. The Rena would only destroy it the moment they found it. Back before Calaglia was liberated, dead slaves would be dumped in mass burial sites. Either that or thrown on top of a bonfire. We got used to cremating our own to deny them the pleasure. Then we'd sprinkle the ashes from high up as a way of returning them to the motherland. It's all we could do. That's the ceremony we had when my mom died, too. But that was back then, right? Calaglia is liberated now. There's nothing to stop you from raising a true grave anymore. I suppose you've got a point. Once you've been doing something for generations, though, it sort of begins to take root. It's a tradition of its own now. My dad wouldn't want that anyway. Cheap and simple, he'd say. Besides, I can't treat him differently than my mom. They might not end up meeting on the other side. I hadn't thought of it like that. Wow, imagine. The two of them reunited. Back home where they belong. They're probably watching over us right now. At one with great Dana. There's something almost poetic about it. That's why I can't afford to screw up. If I know my pops, something as paltry as death won't stop him from coming to box my ears. Still, better than being left alone, I guess. Better than never knowing. You hear that, Dad? I'll make you proud. You'll see. Oh. Genau so, Lore. Genau so. Also, er kann nur sehr fürs Ringen nutzen. Elterliche Liebe erhöht Verteidigung, Elementarverteidigung und Resistenz um 20%. Ja. Ja. Ich glaube, das Einzige, der so nutzen kann, ne? Fair enough. Ich will noch jetzt gucken, Accessoires craften. Looks like we get to sleep with a roof over our head. Brauchen wir nicht. Wind- und Erdschaden auch nicht. Sturmgift. Elementarangriff könnte man hochnehmen. Gibt's nur gerade kein mit, sagt jetzt mal License Upstarts. Das ist eigentlich auch not bad. Das können wir nämlich zum Beispiel mal machen. Ansonsten die Strenge hoch. Also das, was ich gerade drin hatte. Wie ich gerne machen würde, kann ich aber leider nicht. Die erhöhte Aggression will ich halt hier leider nicht haben.
machen. Das könnte man auch mal finishen. Den können wir definitiv mal finishen. Ansonsten mit dem Erdschaden. Gesamte Elementarschaden. Ich habe noch nicht so wirklich Sachen, die ich wirklich sagen würde, ja, wirklich geil. Schussring. Dass man mal drauf hauen. Das gleiche gegen mit Arsenal zu strecken. So, das. Du könntest es einen Feenring kriegen. Kampfeslust. Ja. Ja, heute gibt es noch Feuerschaden, wenn das ganz Neues wäre. So. Ja, dann muss das mal so sein, wie es jetzt erstmal ist. Jetzt halt noch ein paar Items wieder kaufen. Vor allem Tränke des Lebens. You can never be too prepared. But did we have to spend so much? Gut. Was machen wir als nächstes? Das ist eine gute Frage. Aber jetzt sehe ich ein paar Sachen eigentlich noch offen. Ja, hatten wir eigentlich jeden Gegner in Spitze? Eigentlich nicht, ne? Ich kann drüber nachdenken. Nö. Bis auch die Licht-Area war. Schön, aber so nach so sind gehen nicht, dass es vielleicht noch irgendwas Technisches triggert. Looks like we made it here in one piece. Yep, macht es. Hey, Rinwell, tell me about your parents. What were they like? They were kind. That's the part I like to remember. They could also be strict, though, especially when it came to magic. I never understood why I had to work so hard to learn magic. Why we couldn't just be done with it and live openly like everyone else. Needless to say, that didn't go over well. Of course, if I'd had known that one day I'd be doing this, I would have taken my studies more seriously. What about your parents? Same deal. Run through the mill. Told constantly that training was the only way to survive in a world like this. It got bad enough that I ended up running away and siding with the Renans of all people. And now, I've got that training to thank for being alive. I know how that feels. The first time we met, you risked using your magic to stop me from kicking my dad's ass. You could have done anything else. You could have ignored it. So, why? Yeah, I guess something about Zephyr.
reminded me of my own father. You don't say. So, did your pops and mine look a lot like each other? Not really. Not at all, in fact. I don't know how to explain it. I just felt a resemblance, I guess. Wow. Well, I won't pretend I understand, but I'm glad. Your dad must have been a great guy. He was. Aw. Maybe it's the snow soaking up all the sound, but something about Cislodia always feels mysterious to me. Solemn, almost. When it comes to solemnity, I'd say our own Octalina Palace is no slouch. I won't argue with you there. Still, that azure tint of the shadows on the silvery white snow, it has a certain indescribable quality. Indeed. It was boorish of me to even suggest such a comparison. All I know is it's freaking cold. Still, more pleasant now that the locals aren't quite as frosty towards us. Well, excuse me if I'm too frosty for your warm self. Oh, come on! You know I didn't mean you. Besides, really, I'm the one who... How about we stop getting hung up on the past for a change? Take what you've learned and put it to use in the future instead. An unexamined past can be just as dangerous in its own right. Better that than obsessing over it like a certain someone I know. Kisara doesn't mince her words, does she? I could say the same thing about one or two of the other women around here. Tell me about it. I think I'll refrain from commenting on this one. Gibt's so viele Skits? Hoodle, I've got some dried fish for you. You want some? Forget that. Doesn't some tasty red meat sound better, boy? Hey! Stop trying to coax him away with treats. Get your own adorable sidekick if you're so desperate for one. He appears to enjoy being the center of attention. Funny how things change. He and Rinwell used to be joined at the hip, or shoulder to talon. It's not just Hoodle who's become more trusting. Isn't that so, Rinwell? They do say pets and their owners act alike. I suppose since we've been together, I've done my share of coming out of my own shell too. Well then, I guess with you and Hoodle, that makes us all one big happy family. Sometimes when I'm deep in thought, Hoodle will come over and sit next to me. Or I is it only wish cute? I could actually pet him. Oh, you will someday. You won't believe how soft he is. Wish I had that problem. I'm lucky if I can so much as look at old Featherbrain without him trying to claw me to ribbons. He seems tame enough around everyone else. Maybe it's just Hoodle's way of establishing dominance? That's dogs, not owls. What's going on when Hoodle pecks at you? I don't know. Like when I'm talking to Rinwell, it's like he's trying to muscle me out or something. Unless... boy? Wait, you don't suppose I make him jealous? Come again? Ow! Get off of me, you insecure fluff ball! I rather think they make a good comedic pairing. Ja, das ist ein schönes Komödienduo. Das, da gebe ich Dora ihm recht. So. Wir hatten ja doch mal vor langer Zeit mal noch die Quest von Wunderbaren bekommen. Kümmern wir uns mal darum. You finally made it. Weil da war ja noch was. Oh. Go get him! So, wer hat den Kill gekriegt für die Dämonenwaffe? Das ist die Wow. Frage. Look what I just found. I'll do my best. Glacial spear. Here goes! Looking good out there. Just getting started. That's the spirit. Take no prisoners. So, 2 Kills irgendwie. My fists are crushing it out there. Die Eisenpfeife müsste Hey, I think that might be what we're looking for. Ganz genau. Is this the so-called legendary instrument? Actually, I think it's one of the freight train parts that I was using for a sword. I'm sure anything will be fine. We should take it.
Okay, damit haben wir zumindest eins davon. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Das ist so eine Frage, warum hat mir nur eins angezeigt? Es gibt noch mehr. Die Webseite ist ein bisschen weird, aber gut. Aber die heißen Pfeife. Das heißt, wir gehen erstmal nach Neues und das sollte die Quest ziemlich voranbringen. Actually, you won on 2 Quests. That was quite the little adventure we went on. Oops. Everything okay there, big guy? You look kind of pissed. I'll say. He looks like he wants to bite the head off something. What's eating at you? Come on, Alphen. You're gonna bring us all down if you keep that ferocious scowl on. Oh, sorry. Do I really look that ticked off? Yeah, it kinda makes you hard to talk to. So, what's bothering you? It's a pebble. A pebble? Okay. Snuck its way into the back of my boot. I can't seem to get rid of it. Oh, I totally get you. Weird how much it can get on your nerves, huh? Yeah, it's barely bigger than a grain of sand. So how come it feels like I'm walking around on hot nails? You know, maybe this is a crazy solution, but you could just take your boot off and give it a shake. Ah, yeah. Yeah, of course. You're right. Phew. It's like I've been given a new lease on life. Thanks for the tip, Shion. Seemed kind of obvious, but you're welcome. That's the trouble with windy places. All that fine debris ends up getting into your hair and clothes. Alphen, is it just me, or have you become extra sensitive ever since getting your sense of pain back? Now that you mention it, the other night at camp, there was a fly buzzing around that annoyed him so much, he unsheathed the blazing sword. So much for sensitive. That's just being a Mr. Cranky Pants. Nothing new on that front, then. What's the matter, Alphen? You look a little tense. It's nothing, really. He wants to get angry, but knows that doing so would only prove our point. Hence the building frustration showing plainly on his face. Would you stop analyzing things for 1 minute? Point taken. I mean, er hatte recht, ne? Ja. Ja, auch Elfen kann mal irritiert und frustriert werden. Na gut. Hier ist dein Stuff. Take it. I'm not so sure. Ihr habt die Rätsel also nicht gelöst? Bin ich deswegen gefunden, was du das meinst? Oh toll, ich wusste, ihr seid der Herausforderung gewachsen. Ist es tatsächlich deswegen deren Zimmer und dass er in diesen Ländern schlummert? Das ist nur ein Stab, den ich benutzt habe. Nein, Agimigo, das ist ein Stab, den einzusetzen dir vorherbestimmt war. Mit ihm wirst du Taten vollbringen, die Legenden inspirieren werden. Aber wirklich insbesondere, dem du her war? Du meinst also, ich soll mit diesem Ding kämpfen? Nimm es und geh in die Welt, erfülle dein grandioses Schicksal, das dir in die Wiege gelegt wurde. Na gut, wenn du verstehst. Es ist ein einziger Bogenlauf, aber ich werde mir sicher die Zeit dran gewöhnen, um zu kämpfen. Verzeihung. Also eine Bewegung so am Studieren. Je nachdem, ob ich angreife oder verteidige, muss ich vielleicht sogar andere Teile nutzen. Aber ist das etwa ernst? Was wäre eine so unterhaltsame Exkursion? Deine Worte waren für uns alle eine wahre Inspiration. Du sollst in einem Palast arbeiten. Nein, besser noch.
Willst du auf unseren Reisen begleiten und so Elvans lieblichste Musik anhören? Ja, du sollst mit uns kommen, wenn es da draußen weitere legendäre Instrumente gibt, weil ich es unbedingt wissen. Ich schätze, weiß dieses Angebot wahrhaftig zu schätzen, doch bedauernswerterweise führe ich mein Leben stets dorthin, wohin der Wind weht. Ich überleuchte euch, die Legenden zu bezeugen, die mir dieses Instrument in die Hand gewiesen verbracht werden. Gewiss verbracht werden. Gut, werden wir schon jetzt an jede seine Bewegungen beobachten, damit ich bloß keine geschichtsreife Tat verpasse. Ich muss einen Kampfstil finden, der dieses Ding richtig benutzt. Würdest du mir dabei helfen? Selbstverständlich. Wie du weißt, bin ich sehr geübt im Kämpfen mit Stäben und Rücken. Ich stelle nichts mit ihm an, was ich nicht mit ihm anstellen würde. Und nun muss ich Lebewohl sagen, bis wir uns wiedersehen. Adios. Mach's gut, mein Freund, pass auf dich auf. Alright. I can't believe you managed to shoo off that irritating bard. Had we brought him along, it would have livened up our journey considerably. You know, maybe you're right. We could have hit it off. Yeah, and the two of you could be irritating together. Okay, so böse muss man jetzt auch nicht sein. Gut, dann war auch das anscheinend. Der musste kurz niesen. Wurden... Wo war der Turm? Bist du hier? Festungsruine. Nee. Wo war denn dieser Turm nochmal? Gebirgfahr... Da, Bergkamm. Hier wollte ich jetzt nochmal hin. Looks like we made it here in one piece. This is where the light fell? What's with this tower? Is it a Danon relic? No idea. But the astral energy is getting stronger here. The light's definitely in this area. Even if it is an agent from Lenegus, I'll blow them away with my astral arts. Alright. Out of our way! Here goes! Barrage split! Here's another! Switch top! Also, der Wind. Der Wind ist, wäre hier natürlich Erde besser, ne? Fällt auch noch was anderes ein, was ich machen wollte. Du Harlem. These sticks have got your name on them! Burning strike! Will this help? I'm ready! It's like trying to keep up with a wall! Come and get it! Glacier! Hallo? Ich möchte Dorlim. So. Habe ich keine physischen Erdangriffe? Doch, hier. Halbschatten. Ausbruch. Airbrush. Gut. In a bind? I never miss! Begin! Take this! Captivity! Come on, roll now! Rupture! Captivity! Come on, step it up! Take this! Sonic Spear! The earth throbs in pain. Begin! Come on! Now! Freeze Lancer! Eagle Assault! Captivity!
This debt shall not be for... That's what I like to hear. Ah ja, Is Birdies. someone being attacked? We have to save them. I won't let them get hurt. I have a bad feeling about... Wobei ich sollte das... allgemein ein bisschen mal festsetzen dann. Swallow dance! That frickin' does it! Dance in the wind. Resurrect. Can you take it? You're mine! Swallow with airborne charges. If it's in the sky, it's mine. Got fired. I've got this. Let a marksman handle it. All yours. Lightning Resonate with the earth! Magic is there. On your Holy land. Freezing storm. Divine savior. Spirits within the soil. Awaken and wreak havoc! Watch this! Change between heaven and earth. A wailing wind of lightning. Can you take it? Watch this! Air throw. Bring you down. Seismic rupture! Do it. What make me here? Flashing fang! Way to go. Can you take it? Eat this! Sonic Freeze spear! laser. Eagle away! Mirage flare captivity! Outrun laser die! Pierce Can you evil. take it? Eat dirt. Inspiration! Never miss. Knuckle I can back! do this all day. Let me show you my heart can Go on back. Light burst forth! Radiant finish it. Die scheinen ganz unfest zu sein. Das ist gut. Bist du toll? Ja, das bin ich. Aber wer seid ihr denn? Ich kenne René unter euch. Aber die für die? Ihr wollt wohl den Rest von uns Überlebenden auch noch aus dem Weg räumen, was? Zurück. Ganz ruhig, du musst dir keine Sorgen machen, wir wollen nur. Du bist, du sagst mir in der Nähe, setzt aber erst für Arzt ein. Glaubst du, gibst du dich als René aus? Oder, nein, ich bin genau wie du Denea. Ich bin aus der Solia und... Wie mich an, es gibt keine Denea, die als für Arzt einsetzen. Du bist ein Monster. Ist das egal genannt? Ha, bleib weg. Wow. I guess... Ignoriere ihn einfach nur. Ist einfach nur, bin ich unversichert? Wenn nicht. Das ist sicher mit deiner Magie überrascht. Ja, stimmt. Außerdem wissen wir alle, was mit Mich passiert ist. Er kann wahrscheinlich nicht anders als so paranoid zu sein. Ich weiß. Jetzt ist er wieder in Sicherheit und wir können unsere Aufmerksamkeit auf das Licht richten. Genau, natürlich. Gut gemacht, Idiot. Absolut so. Mir fällt mal ein, was ich noch machen wollte. Ich wollte mal bei allem wieder mal alle Arts aktivieren. Ich sehe es jetzt nicht so mehr sinnvoll an, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Arts zu limitieren. Vor allem einfach nicht. Little help. This one's mine. Oh, stars of light. Rain down meteor storm. You see what happened there is you crossed me. Shouldn't have done that. Get out of this! Meteor storm. Meteor storm. They're attacking from the higher plane. Finish without a trace. Now I'm in the groove. Eagle fly! Leave the ensnaring to me. Yeah! It's time! Ha! Watch me soar! Heavenly Crimson Blossom! Sehr schön. A freezing Hold up! Und bevor wir das jetzt auch nochmal zum x-ten Mal vergessen. Warte.
Is this as valuable as I think it is? So. Okay, haben schon wieder einen Skip beim Campen. Doing some thinking? Nah. It just occurred to me that our journey's been going for a while now. Is it a wonder to you our group has held together this long? Maybe. We've got Danans, Renans, a lord, a mage, and even a guy from another time. Yet here we all are, leaning on each other as travel companions. It's like a minor miracle. If anything, I'd say it's proof. Proof that as long as we accept each other for who we are, we can all get along. And with understanding comes togetherness. Yeah, we are more than enough evidence of that. I've always had a thorny relationship with others. Quite literally, as it happens. Ja. I figured that it was easier to give up on intimacy, Ich glaube, es war rather pun than intended. having to go through all of the pain of rejection. I mean, is it any wonder I grew thorns around my heart, too? But now, Right. Now, I still have my thorns, of course. But they don't cover my heart. I know now that there is more than one way for people to relate to one another. It was you and everyone else here that taught me that. Everyone that you brought together, Alphen. it wasn't just me. I mean, sure, I invited a few folks to join us, but swordsmanship's about all I have to offer. Everyone's taught and supported me just as much as I have them. You see, that's what I'm talking about. What do you mean? I mean, you're fine just as you are. The bonds that you form with others, they shine more brightly because they're mutual. It's not just one bond for you. It's many, each with a heart of its own. That's what makes them special. That's a pretty tall tower we're looking at climbing. We better eat now, cause who knows when we'll get to next. True. Fair enough. But don't worry, if anything happens on the way up, I'll make sure you're taken care of. Good to know. Awkward. Hey, Alphen, why do you like spicy food so much anyway? You know, I haven't thought about that before. Maybe because when I couldn't feel pain, it gave me that kick I was craving. But now that you can feel pain again, wouldn't your tastes have changed? Did you like spicy food when you were younger? Not as much as I do now. At some point, it just became something almost like an addiction, I guess. I can most certainly relate. Once you've had your fill of ordinary food, you cannot help but seek out more unusual fare. I don't think that's got anything to do with Alphen's tastes. Although I won't deny that you definitely have a thing for exotic food. The stranger the better. I just wish I could have gotten you into sweets like me, Alphen. I like food that's dense and keeps you feeling full myself. It helps you last longer when you're on the move. We all know you're a quantity over quality kind of... What was that? Nothing. I lost my train of thought. You know, I've also noticed Shion's not really into the same kind of food most Renans are. Could be it's got something to do with the way she grew up. That's so me. Even when I was little, I was all about food that gives me strength. All meat, all the time. And I guess Kisara is so good at cooking fish because she can catch them herself. I'm only good with fish because it used to be the easiest thing to get. When you work with something long enough, it comes naturally to you. I like fish just fine, but what I really like about your cooking is how it tastes homemade. It reminds me of what my mom used to make. Really? You know, I used to cook a lot of meals for younger kids, and they said the same thing. When you get down to it, I guess the things a person cooks and the foods they like say a lot about the way they've lived. Warum so viele Skizzen in Camping? What? Hey guys, I don't see any of our food anywhere. What? I know! The bag we kept it all in has vanished.
Some Zoogles must have gotten in behind us and swiped the whole thing while we were fighting. What? Huh? What are you guys talking about? This affects you too, you know. We lost all our food, including all those sweets you love so frickin' much. What? How could this happen? Those sweets are the highlight of my day. Oh, so hungry. Hunger is like that. The moment you know there's nothing you can do about it, it becomes that much more unbearable. Das stimmt. Whoever did this, I swear I'm gonna make them pay for stealing our supplies. All that's left now is this one lonesome apple. Law? What? Hey, don't look at me like that. I picked this apple myself. I'm not just gonna... Food. Hand it over. Stay away! Ah! Hey, I'm back. Huh? What the heck happened here? Only a poignant reminder of how dangerous a food shortage can be in a collective. A serious problem indeed. And one we should all be mindful of. I see. Does it have anything to do with why you're holding our food supply bag behind your back? Mies. Richtig mies von Dordi. Auch wieder sehr schön. Shion, could we talk a moment? Sie ist schon happy. Damit würde man nämlich normalerweise das Second Tier Mystic A freischalten für die anderen. I'm looking forward to breakfast. Ich hätte wusste nicht, dass noch was noch kommt mit dem Smiley oder nicht, aber nope. Fair Come enough. on, guys. We've got lots to do. Ehrlich? Weil schon wieder etwas später ist. Vielleicht nehmen wir uns den Town fürs nächste Mal auf, wo ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob wir uns schon um den Boss da drinnen kümmern können, aber mal gucken. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Aber wir haben doch schon was gut an Sidequests wieder abgearbeitet, aber wir haben auf jeden Fall noch nicht alles gemacht. Ich weiß, es fehlt noch einiges an Sidequests. Ich weiß noch nicht wirklich, ob sie wirklich erst nach dem Final Boss freischalten, wenn ja. Ich gucke nochmal, wann sich noch ein paar Sachen freischalten. Ansonsten machen wir doch vielleicht als nächstes erstmal doch nochmal Renner vorher fertig und den Final Boss. Aber da werde ich mich noch mal informieren, wie es dann nochmal mit den Sidequests hier lief. Ansonsten sage ich, es hat euch bis hierhin gefallen. Es hatten diesmal sehr viele lustige Skits dabei. Auf jeden Fall gut lachen konnte ich diesmal in dem Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Und lasst gerne Support und Feedback da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und bye bye.